Also mal wieder hier so ein kleiner Audiobeitrag von mir. Es ist übrigens keine Politik, das ist vielmehr Philosophie und ich denke, es ist auch für die Eisenbahnfans unter euch ganz interessant. Ich habe mich in letzter Zeit so ein bisschen mit dem Thema Geld und Arbeit befasst, beziehungsweise darüber nachgedacht und habe mir gedacht, ja, dass ich das jetzt mal einfach loswerde. Also was ist Geld und Arbeit und wie hängt das alles miteinander zusammen? Wie wir bereits wissen, ist unser Geld im jetzigen System nur durch ein Versprechen gedeckt. Kaufen wir ein Haus mittels Kredit, ist dieses Haus die Deckung. Bezahlen wir mit Kreditkarte, so erschaffen wir ebenfalls kurzzeitig neues Geld. Geld wird also durch Kredite geschaffen und für noch mehr Geld, das nennt man dann Zins, verkauft. Daher wissen wir, dass Geld nicht durch Arbeit, sondern durch Kredit entsteht. Wir haben jedoch den Bezug zum Geld, der in etwa so aussieht. Such dir einen Job, denn damit verdient man Geld. Und Geld ist absolut notwendig. Allein schon, um sich die Unterkunft und Essen leisten zu können. Früher hatten übrigens die Sklaventreiber persönlich für ihre Sklaven gesorgt. Das heißt, sie haben ihnen nichts bezahlt, aber sie sorgten für Essen und Unterkunft. Heutzutage müssen sich die modernen Sklaven die Unterkunft und das Essen schon selbst besorgen. Ja, ich rede hier vom sogenannten Niedriglohnsektor. Und wenn eine Westerwelle davon redet, dass unsere Hartz-IV-Bezieher zu viel Geld hätten, so sollte man doch bedenken, dass viel mehr Geld an die Sklaventreiber geht, also Subventionierung von billiger Arbeit. Also was ist Arbeit und wofür ist sie gut? Arbeit ist aus der bisherigen Sichtweise gut, weil man dadurch Geld verdient und sich für dieses Geld etwas kaufen kann, was andere erarbeitet haben. Nun möchte ich mal eine grundlegende Frage ins Web werfen. Was ist euch mehr wert? Abgeordnete, die mit ihren Reden gegen gewisse Bevölkerungsschichten vorgehen, ich würde so etwas Volksverhetzung nennen, oder ein Müllmann, der euren Müll einsammelt und dafür sorgt, dass wir nicht im Dreck ersticken? Ist es ein Bankster, der faktisch auf legale Art und Weise Geld und somit Wohlstand stiehlt? Oder jemand, der dafür sorgt, dass die Straßen gestreut und geräumt werden? Was ist mit den Alten- und Krankenpflegern? Was ist mit Lokführern, Busfahrern und so weiter? Was ist für den Wohlstand Mehrwert? Eine Westerwelle? Oder die Berufsgruppen, die tatsächlich für Wohlstand sorgen? Und wie wird wer bezahlt? Erkennt ihr den Widerspruch? Mir ist durchaus bewusst, dass wir es uns niemals leisten könnten, diejenigen, die den Wohlstand erarbeiten, so zu bezahlen, wie sie uns eigentlich wert wären. Denn eine Westerwelle ist nur eine, aber Müllmänner, Krankenpfleger und so weiter, die gibt es ungleich mehr. Wir leben in einer Arbeitswelt von Angebot und Nachfrage. Nur danach richtet sich alles. Der Markt regelt das schon. Ist es nicht absurd, dass wir Dinge aus Fernost, Billiglohnländern, also Sklaventreibern, importieren müssen, weil wir uns unsere eigene Arbeit nicht leisten können? Sie erarbeiten ebenso unseren Wohlstand. Und sollten sie irgendwann einmal auf unserem Level sein, werden sie auch zu teuer. Dann muss man wieder ein anderes Land mit Arbeitssklaven finden und so weiter. Unser Geld steuert das alles. Es sorgt dafür, dass immer irgendetwas ausgebeutet werden muss. Mensch und Natur. Denn Importe aus fernen Ländern gehen auf Kosten der Menschen, die dort leben, und auf Kosten der Natur. Man redet uns ein, wir müssten jeden unbrauchbaren Müll kaufen, um Arbeitsplätze zu erhalten, damit diese Menschen davon leben können und ihre Miete und ihr Essen bezahlen. Immer muss sich jemand eine Geschäftsidee einfallen lassen, damit sich das Rad weiterdreht. Bezahlte Arbeit ist zu teuer. Nein, Geld ist zu teuer. Es kostet uns Menschen einfach zu viel wahrer Werte. Ich bin froh darüber, wenn viele Menschen diese Sichtweise ebenfalls erkennen. Danke fürs Zuhören.